Hallo zusammen und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr meinen Kanal gefunden habt und bei einer neuen Stickzeit dabei seid. Wir sind aktuell bei Stickzeit Nummer 13 und heute möchte ich mit euch einen Neuanstich machen. Und zwar, ihr seht ja schon das Motiv, es ist von One-to-One-Stitch. Ich habe es im Rahmen einer Kooperation erhalten. Und das Motiv heißt Pumpkin Halloween Castle. Ja, der oder die Designerin heißt Mette und das Bild wird 102 mal 102 Stiche groß und ich werde es auf 18 Count sticken. Und zwar ist es diesmal gezählter Kreuzstich und das heißt, es gibt keinen Vordruck, sondern ich werde den Blankostoff verwenden. Ja, zu den Farben. Es besteht aus 26 einfachen Farben und dann noch 10 Mischfarben. Und wie ihr vielleicht schon erkennen könnt, es gibt abschließend noch sehr, sehr viele Backstitches. Aber jetzt möchte ich euch den Stoff zeigen, bevor wir loslegen. Und wie gesagt, es ist ein Blankostoff, also es ist kein Vordruck drauf. Und ich habe mir jetzt die Mitte rausgesucht und das mache ich ja so, indem ich den Stoff, ihr seht schon, ich habe mir die Mitte eingezeichnet und ich falte den Stoff einmal in der Hälfte und dann nochmals in der Hälfte und an diesem Eck dann, das ist dann meine Mitte und die markiere ich. Ich habe hier einen wasserlöslichen Stift verwendet. Das heißt, er lässt sich auch auswaschen. Es gibt ja dann auch noch diese luftlöslichen Stifte, die sich bei Wärme entfernen lassen. Und ja, dieser Stift lässt sich mit Wasser dann entfernen. Also ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, einen dieser Stifte zu verwenden, damit ihr die Markierungen auch wieder rausbekommt. Ich habe ja, das zeige ich euch noch, vorher so den Stoff markiert. Ich wollte mir hier die 10×10 Kästchen einzeichnen, aber eigentlich irritiert mich das und dann dachte ich mir, gut, dann sticken wir eben auf der Rückseite und ich zeichne mir nur die Mitte ein, wo wir dann starten werden. Ja, dann kann es auch schon losgehen. Ich werde das jetzt alles einspannen und wir sehen uns gleich wieder. Ja, meine Lieben, da bin ich auch schon wieder. Ich habe jetzt den Stoff eingespannt in einen Stickrahmen und das Ganze befestigt am Tisch. Und dann können wir auch gleich starten. Ihr seht ja schon das Kreuz eingezeichnet, das ja die Mitte ist. Und ich habe mir das jetzt einmal am Vorschaubild angeschaut. Ich zeige euch das nochmal. Und ihr seht, die Mitte ist in etwa diese schwarze Tür oder besser gesagt der graue Türrahmen. Und genau den möchte ich jetzt mit euch sticken. Da werden wir starten. Ja, wie gesagt, es ist gezählter Kreuzstich. Da werde ich mich etwas mehr konzentrieren müssen. Ich blende euch kurz den Teil ein. Wo ist die Tür? Und zwar, genau, wir werden diese Plus sticken, diese dunkelblauen Plus, denn das ist der Türrahmen und das dunkelblaue Plus ist die DMC-Farbe 3024. Also hier nochmal, genau, verkehrt, ihr seht es am Kopf, aber jetzt richtig, die 3024. Und dann sehe ich auch gleich, das ist mir zuvor gar nicht aufgefallen, die Fäden sind eigentlich verkehrt raufgekittet, nämlich
Dieser Knopf hier, den ihr hier seht, ist auf der Rückseite und der sollte eigentlich auf der Vorderseite sein, damit man besser die einzelnen Fäden rausziehen kann. Ich werde mir jetzt die 3024 schnell umkitten, nämlich so, damit ihr seht auch, was ich meine. So, und hier ist sie, die 3024, und wie ihr jetzt seht, ist der Knoten vorne und nicht so wie hier bei der 946 ist der Knoten hinten. Und hier kann ich mir sehr gut bei der 3024 nun einen Faden rausziehen. Sofern ich einen einzelnen erwische, ja. So, und das sieht dann so aus. Also man muss das Ganze natürlich auch etwas festhalten und dann lässt sich der Faden ohne Problem rausziehen. Die restlichen Fäden ziehe ich wieder glatt und sind dann schon wieder bereit, dass man wieder einen Faden entnehmen kann. Ja, es ist ja auch bei One-to-One-Stitch ägyptisches Baumwollgarn, nämlich genau das gleiche, das auch Painting Fairy Cross Stitch verwendet. Und ja, ich sticke jetzt auf 18 Count, also das werden sehr kleine Kreuzchen und ich starte auch wieder mit 2 Fäden und zwar im Loop Start und dann beginnen wir mit 5 Kreuzen und starten in dem linken oberen Eck meiner Mitte sozusagen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich jetzt meine. Und sticken 5 Kreuze waagrecht. Also ich sticke jetzt nur den Grundstich, denn ich komme dann wieder zurück und habe noch auf der linken Seite dann auch noch einiges in dieser Farbe zu sticken. Darum beginne ich mit dem Grundstich und schließe ab anschließend den Deckstich. So, das sind die 5. Dann eines runter. Ja, die Halloween steht vor der Tür. Also perfekt für einen Halloween-Anstich. Zurzeit habe ich ja wirklich Lust, gezählten Kreuzstich zu machen, zu sticken. Und aus diesem Grund habe ich mir auch das Motiv im gezählten Kreuzstich ausgesucht. Ich muss nur immer mitzählen, entschuldigt. 4 nach oben. Ja, auch mein Urlaub steht schon fast vor der Tür. Also es ist nicht mehr so lange, denn ab 17. Februar, mein Gott, ich bin schon im Februar, ab 17. November bin ich dann im Urlaub und Urlaub heißt ja für mich und meinen Mann Reisezeit. Ja, ihr wisst es vielleicht schon, diesmal geht unsere Reise nach Vietnam und ich werde dann fast 3 Wochen unterwegs sein.
Und ja, ich habe mir zuerst überlegt, dass ich in dieser Zeit die Videos vordrehe. Moment, ich zähle nur inzwischen wieder. Dann brauchen wir 1, 2, 10, 11. Ja, ich wollte ja die Videos vordrehen, aber ich habe mir das jetzt anders überlegt und es wird in dieser Zeit keine Videos zu sehen geben. Es ist mir einfach zu stressig, die ganzen Videos vorzudrehen, und ja, so macht ihr dann mal Pause von mir, von meinen Videos, und ich werde entspannt meinen Urlaub genießen. Und dann 3 Wochen später, so circa, das müsste dann der 8. sein, 8. Dezember, werde ich wieder durchstarten und es wird wieder pro Woche 2 Videos geben. Eine davon wird ein Stickzeitvideo sein, das zweite vermutlich dann ein Unboxing-Video. Aber wie genau das sein wird, habe ich mir jetzt noch nicht so überlegt, aber ich habe dann 3 Wochen Zeit in meinem Urlaub, um mich auch damit zu beschäftigen. Ich habe noch meinen Kaffee am Start, wie ihr hören könnt. So, dann sticken wir weiter. So, 1, 2, 3. Okay, Moment, man sieht, ich bin schon etwas aus der Übung. Okay, wir sticken 11 nach unten, also von hier weg. Von hier 11. Also wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Ich zähle kurz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das ist eines noch. Das sind 11. Ja, passt. Ja, wie gesagt, es geht nach Vietnam. Also wir werden zuerst eine Rundreise machen. Das heißt, wir starten im Norden Vietnams und werden dann quer durchs Land bis in den Süden reisen und dort dann übersetzen auf eine Insel, auf eine vietnamesische Insel, und danach noch Badeurlaub machen. Also wir sind circa eine Woche unterwegs in Rundreise und danach noch circa 10 Tage Badeurlaub auf der Insel. Ja, also es ist keine Pauschalreise. Wir haben das tatsächlich alles selbst organisiert. Also ich bin da eigentlich der Organisator der Reise.
Mein Mann sagt eigentlich immer nur Ja oder Nein dazu, ob ihm mein Vorschlag gefällt, aber organisieren tue ich die Reise. Das heißt, wegen dieser Rundreise habe ich mich mit einem Reisebüro in Vietnam, also genauer gesagt in Hanoi, in der Hauptstadt Vietnams, in Verbindung gesetzt und habe mit denen diese Rundreise geplant. Das heißt, wenn wir dann dort auch landen in Vietnam, dann werden wir auch gleich von einem Mitarbeiter des Reisebüros abgeholt. Und, Moment, ich muss ein bisschen, ihr seht ja nichts, was ich sticke. Ja, werden wir abgeholt und dann auch gleich in unser erstes Hotel gebracht. Und dann startet am nächsten Tag die Rundreise. Also ich merke gerade, es ist nicht so einfach, gezählten Kreuzstich zu machen und gleichzeitig mit euch zu plaudern, denn ich muss mich da wirklich mehr konzentrieren. Ich habe ja nur die Papiervorlage, da ist es gleich noch ein bisschen schwerer, das Ganze zu sticken. So, aber und es ist schon ein Fehler passiert. Also wird gleich mal aufgetrennt. Ach ja, so geht's. Ja, ich brauche da wirklich mehr Konzentration bei diesem gezählten Kreuzstich. So, das ist noch richtig. Das ist auch richtig. Also gut, es waren nur 2 Kreuze zum Auftrennen, der Rest hat noch gepasst. Ich nehme euch wieder ein bisschen, dass ihr mehr seht. So. Ja, ich bin jetzt ziemlich weit nach unten gegangen. So, aber jetzt dürfte das passen. Also ich war ein Kreuz zu weit links. Zum Glück ist mir der Fehler ja sofort aufgefallen, dass ich nicht so viele Kreuze auftrennen musste. Ja, wie gesagt, jetzt freuen wir uns schon sehr auf den Urlaub. Also eigentlich kann ich es gar nicht mehr erwarten. Wir reisen wirklich sehr gerne, wir reisen sehr viel, wir reisen sehr oft und wir reisen quer über die ganze Welt. Aber Vietnam war ich noch nie. Und ja, ich besuche Asien sehr gerne. War schon mehrmals in Thailand, Sri Lanka, Malaysia, ja, die Malediven. Ja, also Thailand halt am öftesten eigentlich. So, dann zähle ich wieder. Das heißt, wir gehen jetzt wieder zurück mit meinen Kreuzen. Ich hoffe, ihr könnt das gut erkennen.
da es ja eine sehr helle Farbe ist, die 3024. Ja, und dann habe ich mir natürlich überlegt, am 9. Dezember wird die Kreuzdame ein Jahr alt. Also genauer gesagt, der Kanal Kreuzdame wird ein Jahr alt. Und ich dachte mir, ich werde das mit euch gemeinsam feiern. Wie genau habe ich mir noch nicht so überlegt und werde ich euch jetzt auch nicht sagen können, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ich eine Verlosung mache, denn ich habe wirklich, wirklich viele Stickkits aus den Kooperationen. Also falls ihr meinen Kanal öfter anschaut, dann wisst ihr ja, dass ich öfters ein Unboxing meiner Kooperationen mache. Und ja, wie gesagt, aus diesen Kooperationen habe ich viele Stickkits mittlerweile und ich denke mir im Rahmen meines Kanalgeburtstages werde ich diese wahrscheinlich zumindest einen Teil davon verlosen. So. Aber wie gesagt, ich habe mir dazu noch nichts Genaueres überlegt. Aber wenn ich dann aus meinem Urlaub zurückkomme, werdet ihr dann auch Näheres erfahren. So, da müssten dann 4, 1, 2, 3, 4, ja, stimmt. Sieht gut aus. Dürfte mich noch nicht verzählt haben. Zumindest momentan noch nicht. Dann 3 und 3, dann nochmal 3. So, den Faden entwirren, damit ich keine Knoten bekomme. Ja, das Motiv wird natürlich nicht fertig zu Halloween, das ist jetzt logisch, aber es ist ein netter Halloween-Start. Und vielleicht schaffe ich es ja bis nächstes Halloween, also in einem Jahr, fertigzustellen. Es ist ja kein großes Motiv, aber wie ihr ja wisst, sticke ich an sehr viel verschiedenen Motiven. Und daher wird es wahrscheinlich dauern, bis es fertiggestellt wird. Also ich kann es mir ja nicht vorstellen, nur an einem einzigen Motiv zu sticken, also sogenannte monogame Sticker. Also das ist für mich wirklich nicht vorstellbar, denn mir wird immer sehr schnell langweilig an einem Motiv und dann wechsle ich das Motiv und kann wieder voll durchstarten. Und nach einiger Zeit kehre ich ja dann auch wieder zu dem Motiv zurück und sticke dann weiter. Also es ist ja nicht so, dass ich dann komplett aufhöre, sondern ich brauche einfach nur eine Pause von dem Motiv. So, dann seht ihr noch was? Ja, sieht gut aus. Mit einem Blick auf die Vorlage, das heißt noch 2 nach oben. Und dann können wir wieder zurücksticken zum Anfang, also zu meinem Kreuz zur Mitte.
Ja, das, wie gesagt, also es hat sehr viele Backstitches, dieses Bild. Also ich denke, dass die Backstitches wahrscheinlich mehr Zeit benötigen werden als jetzt die Kreuzstiche. Ich habe gesehen, es gibt auch einen halben Stich in diesem Bild und auch Viertelstiche. Aber ich habe mir jetzt die Papieranleitung wirklich genau angesehen und ich kann diese Viertelstiche nicht erkennen auf dem Vordruck, also auf der Papieranleitung. Es kann natürlich sein, dass ich sie jetzt übersehen habe, denn diese Viertelstiche sind ja meist sehr klein eingezeichnet. Und ja, wenn ich dann dorthin komme, vielleicht an der Stelle, dann werde ich sie dann sehen, aber momentan könnte ich nicht sagen, wo sie sich befinden, die Viertelstiche. Aber gut, ich sticke einfach weiter und es wird sich ja dann zeigen, wo sie sind und ob sie überhaupt notwendig sind, diese Viertelstiche. So, also, dann sind wir fast wieder zurück. Da fehlt noch ein Stich nach unten und dann geht es schon wieder zurück. Ja, 18 Count ist wirklich klein, aber ich glaube, ihr könnt das gut erkennen, weil ich habe ja sehr rangezoomt, damit ihr das Sticken mitverfolgen könnt. Ja, zum Thema Halloween. Ich bin jetzt eigentlich nicht so der Halloween-Freund, aber mir gefallen die Halloween-Bilder wirklich sehr gut. Also Stickbilder mag ich sehr gerne. Ansonsten, ja, Halloween, wie gesagt, bin ich nicht so der Freund. Aber diese ja, gruseligen Bilder gefallen mir sehr gut. Auch die Bilder mit den Kürbissen. So, da geht es jetzt wieder nach unten und zwar diesmal im linken unteren Eck des Kreuzes, was ich eingezeichnet habe. Und ja, das soll jetzt den Türrahmen darstellen. Schauen wir, wie weit wir noch kommen mit dem Faden. Das sind dann 2. Dann haben wir auch 2. Und noch 3 nach unten. So, 2 und 3 nach unten. So, seht ihr noch? Ja, man kann es noch erkennen. Also ich finde dieses Baumwollgarn, ich sticke ja auch den Otter, wie ihr wisst, auch mit diesem ägyptischen Baumwollgarn und den sticke ich ja auf 14 Count. Und ich finde halt, dass dieses Baumwollgarn
nicht so gut deckt wie das CXC-Garn, was ja auch wahrscheinlich daran liegt, dass das CXC-Garn weicher ist, also etwas fluffiger und dadurch besser deckt. So, Moment, ich brauche 6 nach oben. 1 haben wir schon. Aber hier bei 18 Count oder auch 16 Count ist es nicht so schlecht und deckt es auch nicht so schlecht. So, 1, 2, 3, 4, das heißt noch 2 nach oben. Ja, und wie ich euch schon in der Einleitung gesagt habe, verwendet auf jeden Fall wasserlösliche oder auch luftlösliche Stifte, damit ihr das dann wirklich auswaschen könnt. Denn gerade ist so, wie ich jetzt hier bei den hellen Farben sticke, würde man das durchschimmern sehen. Und wenn ihr das dann nicht mehr rausbekommt aus dem Stoff, das wäre ja wirklich schade. Aus diesem Grund immer lösliche Stifte verwenden. So, dann hätten wir auch da nach oben gestickt. Kommen wieder runter. Und dann geht es noch weiter nach unten. Und dann haben wir den Türbogen auch gestickt. So. Und dann gehen wir da nach unten und zwar zweimal. Stimmt das? Ja, sieht gut aus. Aber es wird sich nicht alles ausgehen des Türbogens, denn mein Faden ist fast zu Ende und da sind doch noch einige Stiche notwendig. Da haben wir dann 1, 2. Also in diesem Farbton kommen doch noch einige Stiche. Ja, wird sich nicht ausgehen. Ja, ich hoffe, ihr seid geduldig mit mir, dass ihr dann 3 Wochen keine Videos seht. Aber dann geht es in voller Frische wieder weiter. Dann bin ich hoffentlich erholt und hatte eine schöne Zeit. Und ja, während ich mich am Strand erhole, werde ich mir auch noch einiges überlegen, was ich euch noch auf meinem Kanal zeigen kann. Und ja, wie gesagt, dann fällt einfach dieser Zeitdruck von mir ab, wenn ich keine Videos vordrehen muss. So, der Faden ist mir schon zu kurz, das heißt, ich beende ihn wieder und zwar mit dem Pinstitch.
Also ich komme hier unter dem letzten Kreuz in der Mitte, also ich komme oben heraus und steche direkt in die Mitte wieder rein. Dann komme ich unten heraus, steche dann wieder in der Mitte rein und dann ist der Pinstitch eigentlich schon fertig. Ich komme dann noch mit der Nadel, also mit dem Faden, heraus, einfach aus dem Grund, damit ich den Faden vorne abschneiden kann. Und der Pinstitch hält bombenfest, das kann ich euch versichern. Da ist mir noch nie ein Stich aufgegangen. Ja, einen Faden hätten wir verstickt. Man kann jetzt schon hier den Türbogen ansatzweise erkennen. Also hier den Bogen. Wie gesagt, es geht da noch weiter runter. Das werde ich jetzt ohne euch weiter sticken, aber ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr dann wieder auch im nächsten Video mit dabei seid. Also, ja, das nächste Video ist dann, glaube ich, auch schon das Monatsupdate wieder fällig. Ja, das Monatsupdate. Also Monatsupdate für den Monat Oktober. Dann kann ich ja auch gleich sagen, es wird im November kein Monatsupdate geben, denn das würde genau in meiner Urlaubszeit reinfallen. Und ja, da kann ich euch natürlich nichts zeigen, aber es gibt dann natürlich im Dezember, das heißt zum Monatsende und auch gleichzeitig Jahresende, wird es dann ein großes Update geben, nämlich der letzten 2 Monate. Also da wird es sicher einiges für euch zu sehen geben. Ja, ich bedanke mich, dass ihr wieder mit dabei wart und freue mich dann schon auch auf das nächste Video, wenn ihr wieder dabei seid. Wünsche euch noch eine schöne Herbstzeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.